Kennst du das Gefühl, wenn deine deutschen Kolleginnen und Kollegen im Büro über Politik oder Wirtschaft sprechen? Du verstehst grob, worum es geht, aber du kannst deine eigene Meinung auf Deutsch nicht so ausdrücken, wie du möchtest. Oder möchtest du wissen, wie du dich am effektivsten auf die mündliche Prüfung bei Goethe oder Telg vorbereiten kannst? Dann bist du hier genau richtig bei Listen to Deutsch, deinem YouTube-Kanal, auf dem du spannende Themen hörst und gleichzeitig dein Deutsch verbesserst. Heute schauen wir uns einen aktuellen Zeitartikel zum Thema künstliche Intelligenz in der Schule an und üben, wie man dazu auf Deutsch seine Meinung äußert. Was dich heute erwartet. Erstens, ein Zeitungsartikel aus Die Zeit. Zweitens, Vokabeln zum Thema KI und Schule. Drittens, wie du deine Meinung auf Deutsch äußerst. Diskussionsstil, Präsentationsstil und Tipps. Also bleib dran und los geht's! Kapitel 1. Ein Zeitungsartikel aus Die Zeit. Hier ist der heutige Artikel. Schützt Jugendliche vor der Manipulation durch KI, gepostet auf Zeit Online am 31. März 2025. Ich habe den Link zum Artikel in der Videobeschreibung eingefügt, also schau ihn dir gerne an und lies ihn. Du kannst dir den Artikel auch kostenlos anhören. Hier fasse ich den Artikel zusammen. KI-Sprachmodelle sind nicht neutral, sie spiegeln Weltanschauungen wider, die in den Trainingsdaten verankert sind. Besonders im Bildungsbereich wirft das Fragen auf, da Schüler und Schülerinnen und Studierende zunehmend auf Tools wie ChatGPT zurückgreifen, um Aufgaben zu lösen. Dies birgt die Gefahr, dass eigene Meinungsbildung und Argumentationsfähigkeit verkümmern. Zudem dominiert der Einfluss US-amerikanischer Plattformen wie OpenAI oder Google, deren Modelle möglicherweise politische oder kulturelle Einseitigkeit enthalten. Deshalb wird gefordert, dass Europa eigene Sprachmodelle entwickelt, die auf hiesigen Werten basieren. Bildungseinrichtungen sind jedoch kaum in der Lage, das aufwendige Training solcher Modelle zu stemmen. Daher wird betont, wie wichtig Transparenz, Open-Source-Ansätze und Bildung über die Funktionsweise solcher KI-Tools sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass KI verantwortungsvoll und reflektiert in Schulen und Hochschulen eingesetzt wird. Kapitel 2. Vokabeln zum Thema KI und Schule. Keine Sorge, falls du die Zusammenfassung des Artikels nicht gut verstanden hast. Schauen wir uns wichtige Vokabeln an. Wortschatz aus dem Artikel. Soll die Weltanschauung, die persönliche Sichtweise, wie man die Welt versteht. Verankert, fest verbunden oder tief in etwas integriert, auf etwas zurückgreifen, etwas nutzen, das man schon kennt oder früher benutzt hat. Verkümmern, langsam schwächer oder kleiner werden, weil etwas nicht genutzt wird. Die Einseitigkeit, wenn nur eine Perspektive beachtet wird. Fordern, etwas deutlich verlangen oder wünschen. Etwas stemmen, eine schwierige Aufgabe schaffen oder bewältigen. Seisch, die Transparenz, Offenheit und Klarheit bei Informationen oder Entscheidungen. Verantwortungsvoll, so dass man über die Folgen für andere nachdenkt. Reflektiert, gut überlegt und nicht spontan oder unüberlegt. Diese Vokabeln kannst du gut gebrauchen, wenn du über das Thema diskutierst oder deine Meinung auf Deutsch formulierst. Kapitel 3. Wie du deine Meinung auf Deutsch äußerst, Diskussionsstil. Jetzt, wo du die wichtigsten Begriffe zum Thema kennst, gehen wir einen Schritt weiter. Stell dir vor, du sitzt mit Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause. Das Thema KI in der Schule kommt auf und du möchtest deine Meinung auf Deutsch sagen. Wie könnte das klingen? Lass uns ein Beispiel für eine Diskussion hören. Hast du den Artikel über KI in der Schule gelesen? Ich finde, es ist problematisch, dass Schüler zu sehr auf ChatGPT setzen könnten. Ja, ich sehe das ähnlich, aber ich glaube auch, dass KI viele Chancen bietet, wenn man sie richtig nutzt. Was meinst du genau? Naja, KI kann individuell auf Schüler eingehen und Lerninhalte anpassen, aber man muss lernen, die Infos kritisch zu hinterfragen. Das stimmt. Die Lehrer haben da eine große Verantwortung. Genau, und wir sollten nicht nur auf ein perfektes europäisches Modell warten, sondern Bildung verbessern, wie man mit KI arbeitet. Präsentationsstil. Vielleicht möchtest du aber nicht nur im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen über das Thema sprechen, sondern deine eigene Meinung klar und strukturiert darstellen, zum Beispiel in einer Prüfung oder Präsentation. Wie könnte das klingen? Hier kommt ein Beispiel für einen kurzen, aber gut aufgebauten Meinungsbeitrag. Ich möchte heute meine Meinung zu dem Einsatz von KI-Sprachmodellen in der Bildung äußern. Dabei geht es mir vor allem um eines:
Nicht die KI selbst ist das Hauptproblem, sondern wie wir im schulischen Kontext damit umgehen. Der Artikel weist zu Recht darauf hin, dass KI-Modelle wie ChatGPT nicht neutral sind und politische oder kulturelle Verzerrungen enthalten können. Doch das gilt auch für viele andere Informationsquellen, wie Schulbücher oder Nachrichten. Deshalb glaube ich, dass das Entscheidende ist, wie wir junge Menschen im kritischen Umgang mit solchen Tools schulen. Die Verantwortung liegt vor allem bei den Lehrkräften, die Schülerinnen und Schüler darin unterstützen müssen, KI nicht blind zu nutzen, sondern die Herkunft und Perspektive der Informationen zu hinterfragen und eigene Gedanken zu entwickeln. Statt auf ein perfektes europäisches Modell zu warten, sollten wir unsere Bildungsarbeit verbessern. Denn selbst das neutralste System hilft wenig, wenn die Nutzenden nicht wissen, wie sie sinnvoll damit arbeiten können. KI ist ein Werkzeug, und wie bei jedem Werkzeug hängt der Nutzen davon ab, wer es verwendet. Die Schule sollte ein Ort sein, an dem Jugendliche lernen, mit neuen Technologien kritisch, reflektiert und verantwortungsvoll umzugehen. Nur so können wir die Chancen von KI wirklich nutzen. Tipps: Wir haben jetzt 2 verschiedene Arten gehört, seine Meinung zu äußern. Ein lockeres Gespräch und eine formellere Präsentation. Was kannst du daraus lernen? Hier ein paar Tipps. Erstens, Einstieg mit Persönlichkeit. Starte mit etwas Persönlichem oder Konkretem, zum Beispiel: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich möchte heute meine Meinung zu diesem Thema äußern. Zweitens, gib klare, greifbare Beispiele, zum Beispiel: KI ist ein starkes Tool, aber nur, wenn man sie richtig nutzt. KI-Modelle sind nicht neutral, aber das gilt auch für Schulbücher. Drittens, verwende Wörter, die deine Gedanken ordnen. Einerseits, andererseits, zum Beispiel. Abschließend kann man sagen: Viertens, Haltung zeigen, aber offen bleiben. Drücke deine Meinung klar aus, aber zeige auch, dass du andere Perspektiven kennst. Zum Beispiel: Ich finde, wir sollten nicht nur auf Technik vertrauen, sondern auch auf gute Bildung. Wenn du diese Punkte beachtest, kannst du deine Meinung klar, überzeugend und strukturiert auf Deutsch ausdrücken, egal ob im Gespräch oder bei der Prüfung. Schluss! Damit sind wir am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, du hast viel Neues gelernt, nicht nur zum Thema KI und Schule, sondern auch, wie man seine Meinung auf Deutsch gut äußert. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal, damit du keine weiteren spannenden Themen und hilfreichen Tipps rund ums Deutschlernen verpasst. Hinterlasse gern einen Kommentar. Wie denkst du über KI im Bildungsbereich? Welche Themen interessieren dich sonst noch? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und viel Erfolg beim Deutschlernen.